Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix. Und ich bin Lisa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute tauchen wir tief in die Welt eines der einflussreichsten Philosophen ein, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lisa, bist du bereit, mit uns die Geheimnisse von Hegels Dialektik und dem Geist der Geschichte zu entdecken? Absolut, Felix. Hegels Philosophie kann am Anfang etwas einschüchternd wirken, aber ich verspreche euch, es wird spannend. Und natürlich werden wir dabei wieder viele nützliche Vokabeln und Redewendungen lernen. Genau. Bevor wir aber in die Details gehen, lass uns kurz erklären, was Dialektik überhaupt bedeutet. Lisa, magst du das für unsere Zuhörer zusammenfassen? Gerne. Also, die Dialektik ist eine philosophische Methode, die besagt, dass sich alles durch Widersprüche und deren Auflösung weiterentwickelt. Stellt euch vor, ihr habt eine Idee, das ist die These. Dann kommt eine gegensätzliche Idee, die Antithese. Aus dem Konflikt dieser beiden entsteht etwas Neues, die Synthese. Und diese Synthese wird dann wieder zur These für einen neuen Zyklus. Das klingt ja fast wie ein Streitgespräch, das zu einer Lösung führt. Man könnte sagen, These plus Antithese gleich Synthese. Ich glaube, ich verstehe langsam. Kannst du uns ein einfaches Beispiel für Dialektik geben? Klar, nehmen wir an, die These ist, alle Menschen sollten immer die Wahrheit sagen. Die Antithese wäre dann, es ist manchmal besser zu lügen, um jemanden nicht zu verletzen. Die Synthese könnte dann sein, man sollte die Wahrheit sagen, aber dabei taktvoll und einfühlsam sein. Merkt ihr, wie die Synthese die beiden gegensätzlichen Positionen vereint und weiterentwickelt? Das macht Sinn. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Dialektik ein Prozess des ständigen Wandels und der Weiterentwicklung, der durch Gegensätze, also Widersprüche, angetrieben wird. Hegels Denken basiert also auf dieser Methode. Aber was hat das Ganze jetzt mit Geschichte zu tun? Sehr viel. Hegel glaubte nämlich, dass sich die gesamte Weltgeschichte nach diesem dialektischen Prinzip entwickelt. Er nannte das den Weltgeist oder einfach den Geist der Geschichte. Dieser Geist strebt nach immer größerer Freiheit und Selbsterkenntnis und treibt die Geschichte voran. Der Geist der Geschichte? Das klingt ja fast ein bisschen mystisch. Kannst du das Wort Geist in diesem Kontext genauer erklären? Was meinte Hegel damit? Ja, Geist kann in der Tat ein vieldeutiges Wort sein. In diesem Zusammenhang meint Hegel damit nicht einen Geist im Sinne eines Gespenstes, sondern eher die kollektive Vernunft, das Bewusstsein und die Kultur der Menschheit. Man könnte es auch als die sich entwickelnde menschliche Intelligenz und das Streben nach Freiheit sehen, die sich in der Geschichte entfalten. Okay, also ist der Geist der Geschichte so etwas wie die treibende Kraft hinter allem, was in der Welt passiert? Eine unsichtbare Hand, die die Menschheit lenkt? So ähnlich, ja. Hegel sah die Geschichte nicht als eine zufällige Abfolge von Ereignissen, sondern als einen fortschreitenden Prozess, in dem der Geist immer mehr zu sich selbst kommt. Jede Epoche, jede Kultur trägt dazu bei, indem sie neue Ideen und Erkenntnisse hervorbringt, natürlich immer im dialektischen Wechselspiel von These, Antithese und Synthese. Das heißt, jede geschichtliche Epoche ist wie ein Schritt auf einer großen Treppe, die zur vollen Entfaltung des Geistes führt? Aber wie genau funktioniert das? Wie denkt oder handelt dieser Geist? Das ist ja kein Mensch aus Fleisch und Blut. Genau das ist der Punkt. Der Geist ist kein Individuum, sondern er manifestiert sich in den Ideen, Institutionen und Handlungen der Menschen einer bestimmten Zeit. Nehmen wir zum Beispiel die Französische Revolution. Die These war die absolute Monarchie, die Antithese die Idee der Freiheit und Gleichheit. Die Synthese war dann eine neue Gesellschaftsordnung, die zwar nicht perfekt war, aber dennoch einen Fortschritt darstellte. Ich beginne ein Muster zu erkennen. Die Revolution war also ein dialektischer Prozess, der durch den Geist der Geschichte vorangetrieben wurde. Die Menschen waren sich dessen vielleicht gar nicht bewusst, aber sie handelten als Werkzeuge des Geistes, um eine höhere Stufe der Freiheit zu erreichen. Klingt fast ein wenig schicksalhaft. Ja, es hat etwas Deterministisches, aber Hegel betonte auch die Rolle des menschlichen Bewusstseins. Der Geist kann sich nur durch die Menschen verwirklichen, und die Menschen müssen sich ihrer Rolle in diesem Prozess bewusst werden.
Verstehe. Es geht also um das Zusammenspiel von objektiven geschichtlichen Kräften und dem subjektiven Bewusstsein der Menschen. Objektiv bedeutet in diesem Fall, dass es unabhängig vom einzelnen Menschen existiert. Und subjektiv bezieht sich auf die individuelle Perspektive und das Bewusstsein, oder? Exakt. Und dieses Bewusstsein entwickelt sich ebenfalls dialektisch. Die Menschen lernen aus den Fehlern der Vergangenheit, entwickeln neue Ideen und streben nach einer besseren Zukunft. So schreitet die Geschichte voran, getrieben vom Geist und verwirklicht durch die Menschen. Also ist die Geschichte für Hegel eine Art Bildungsroman des Geistes, der sich durch die Menschheit selbst verwirklicht und zu immer höherer Erkenntnis und Freiheit gelangt? Ein schöner Vergleich, Felix. Man könnte es tatsächlich so sehen. Und am Ende dieses Prozesses steht für Hegel die absolute Idee, der Zustand vollkommener Freiheit und Selbsterkenntnis. Die absolute Idee. Das klingt nach einem ziemlich hohen Ziel. Ist das so etwas wie das Paradies auf Erden, das Ende der Geschichte? Nicht unbedingt ein Paradies im traditionellen Sinne, aber ja, Hegel sah die absolute Idee als den Endpunkt der geschichtlichen Entwicklung. Es ist der Moment, in dem der Geist sich seiner selbst vollkommen bewusst wird und in vollkommener Freiheit existiert. Es ist aber wichtig zu betonen, dass dies kein statischer Zustand ist, sondern ein dynamisches Gleichgewicht, in dem sich alle Widersprüche aufgelöst haben. Das klingt ziemlich abstrakt. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Ein Zustand ohne Widersprüche? Es ist in der Tat schwer vorstellbar, da unser Denken und unsere Erfahrung immer von Gegensätzen geprägt sind. Aber für Hegel war es das logische Ende der dialektischen Entwicklung. Ein Zustand, in dem Vernunft und Wirklichkeit, Subjekt und Objekt vollständig miteinander versöhnt sind. Okay, ich glaube, ich muss das erst einmal sacken lassen. Hegels Philosophie ist wirklich komplex und tiefgründig, aber auch unglaublich faszinierend. Eine letzte Frage noch. Warum sollten wir uns heute überhaupt noch mit Hegel beschäftigen? Ist seine Philosophie nicht längst überholt? Ganz und gar nicht, Felix. Hegels Denken hat die Philosophie, die Politik und die Geschichtswissenschaft nachhaltig geprägt. Seine Ideen zur Dialektik, zum Geist der Geschichte und zur Rolle des Staates sind auch heute noch relevant und werden kontrovers diskutiert. Wenn wir die Welt, in der wir leben, besser verstehen wollen, kommen wir an Hegel nicht vorbei. Das leuchtet ein. Auch wenn seine Sprache manchmal etwas schwierig ist, lohnt es sich, sich mit seinen Ideen auseinanderzusetzen. Und dank deiner Erklärungen, Lisa, ist es uns heute hoffentlich gelungen, ein wenig Licht ins Dunkel von Hegels Philosophie zu bringen. Das hoffe ich auch. Und denkt daran, liebe Zuhörer, auch das Lernen einer Sprache ist ein dialektischer Prozess. Man macht Fehler, lernt aus ihnen und verbessert sich stetig. Gebt also nicht auf und bleibt neugierig. Ein wunderbares Schlusswort, Lisa. Vielen Dank, dass du uns heute wieder mit deinem Wissen bereichert hast. Und an euch, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einige neue Vokabeln und Konzepte mitnehmen. In der nächsten Folge erwartet euch ein spannendes Thema und ihr könnt viele interessante und abwechslungsreiche Wörter lernen und euer Deutsch weiter verbessern. Seid also auf jeden Fall wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.